Es ist sehr belastbar, extrem haltbar, krass steuerbar und der letzte Schrei. Yeah! Geiles Board, Martin. Wow! Mega! Das Board ist jetzt für einen Manu, der hätte gerne einen Surfskate. Surfskate bedeutet, dass sehr wendige Achsen da montiert werden, mit denen man sehr enge Turns fahren kann, so richtig im Surf-Style. Und das auch sehr gut geeignet ist für eine Bowl zum Beispiel, wo der Manu gerne fährt, wo man die Wände hoch und runter fahren kann, wie auf einer Welle praktisch. Deswegen auch Surfskate, der Name ein bisschen. Wenn Martin Sammet den Bleistift zückt, dann entsteht ein neu designtes Board. Im Shape, also der Schablone, verewigt er seine Ideen. Also wir machen uns schon Gedanken, wie das dann genau aussehen soll. Ich habe mit Manu die Parameter ein bisschen besprochen. Er hat mir gesagt, wie breit er es haben möchte, wie lang er es haben möchte, wie breit es hinten sein soll, was für eine Konstruktion. Und dadurch ergibt sich der Shape relativ präzise. Jetzt will ich dort verschiedene Kurven so ein bisschen ineinander legen, damit die Breiten dann richtig rauskommen. Mit Hilfe von anderen Schablonen bekommt das neue Surfskate seine ganz eigene Form. Nichts von der Stange. In der Sprache der Skater ein Custom Shape, also eine individuelle Maßschneiderei. Seine Hand ist dabei der verlängerte Arm seiner Gedanken und Ideen. Da fließt es schön in die andere Kurve rein. Hinten machen wir einen Schwalbenschwanz hin, ein bisschen vom Snowboard inspiriert. Das passt sehr gut, finde ich, zu dem Stil von Boards. Der Schwalbenschwanz ist im Endeffekt reine Optiksache. Sieht so ein bisschen aus wie ein Surfboard oder ein Snowboard. Und das, finde ich, passt sehr gut zu einem Surfskate. Den Anfang macht immer die Schablone, egal welche Art von Board er baut. Brettbreite und Brettlänge ist eine Sache von Gusto, was einem gefällt. Sieht gut aus. Der große Unterschied ist wirklich das Setup, die Achsen und die Rollen. Vor allem die Achsen jetzt in dem Fall, weil die da so wendig sind. Das Surfskate gehört zur Familie der Longboards. Longboard kann man vielleicht eher mit Inline-Skates vergleichen. Das heißt, die Rollen sind größer, die Rollen sind weicher, die rollen viel besser, machen nicht so viel Lärm beim Rollen. Und Skateboard hat kleine, harte Rollen, ist sehr gut, um Tricks zu machen. Aber zum Vorwärtsbewegen ist es ein bisschen mühsam, weil man auch viel langsamer ist und lauter auch. Das Aussägen des Shapes ist nur einer von gut 20 Arbeitsschritten. Die Sperrholzplatte dient später als Role Model. Am Fuße der Löwensteiner Berge in Höslin-Sülz im Kreis Heilbronn bauen Martin Sammet und sein Kompagnon Long- und Snowboards seit 1983. Der gebürtige Löwensteiner braucht 3 Tage von der Idee bis zum Wellenreiter auf dem doch recht trockenen Asphalt. Ein Trend unter den Skatern:
und auf die Füße geschneidert. Manu hat ganz normale Statur und auch keine riesigen Füße und so weiter, dass man vielleicht sagt, dass man das Board noch breiter machen würde, möglicherweise. Jemand, der große Füße hat, kann ruhig ein bisschen breiteres Board fahren. Mit 80 auf 25 cm ist Manus Board eine überschaubare Bühne. Nicht größer als 2 Schuhkartons hintereinander gestellt. Sein rollendes Podest. Ein Longboard muss nicht unbedingt lang sein. Der Name hat sich halt so ergeben, aber es gibt Longboards, die einfach kürzer sind wie normale Skateboards sogar. Weder die Länge noch das Aussehen machen ein Board zum Longboard. Den Namen geben die Trucks und Wheels vor, wie die Szene dazu sagt, also die Achsen und Rollen. Doch das Setup, das kommt erst am Schluss. Martin Sammet ist Wasser- und Landratte zugleich. Er ist Surfer und Skater und bezeichnet sich selbst als Shaper, jemand, der etwas formt und gestaltet. So einen Shape macht er innerhalb von 2 Stunden. Die Sportart Skaten, die englischen Begriffe, all das kommt aus den Staaten. Cool ist, wer nicht übersetzt. Das ist das Standard-Tool von Shaper, würde ich sagen. Weil man mit dem wirklich sehr smooth die Übergänge machen kann. Ja, jetzt gucke ich einfach, ob es smooth Linien sind, die sauber ineinander übergehen. Und je genauer die Form ist, umso genauer kann ich nachher das Board dann auch aussägen und fertig machen. Sieht ziemlich gut aus jetzt. Also wenn es so ist, dass mir gefällt, dann ist es in der Regel gut. Kann ich davon ausgehen. Dann sind die Kunden in der Regel zufrieden. Der Custom Shape steht. Jetzt macht er sich an die Materialien fürs Board. Nach 7 Lagen ist es dann ein Brett. Der studierte Produktionstechniker verwendet Kunststoffe und Metalllegierungen. Stoffe, die unter anderem auch die Luft- und Raumfahrt verbaut. 2 Hightech-Materialien sind dabei die tragenden Säulen dieser Bauweise. Sie machen die Konstruktion gleichermaßen extrem belastbar und haltbar. Ein Element ist die federleichte Kunstfaser Kevlar. Sie wirkt im Verbund stärker als Stahl. Die Gummifolie ist jetzt keine Gummifolie aus dem Baumarkt, sondern das ist auch ein hochtechnisches Material. Das hat eine extrem gute Verklebung und es gleicht dann auch die Klebefuge aus. Bei Temperaturänderungen wird die dadurch viel elastischer und das Board viel haltbarer dadurch. Na, im Sommer, wenn man im Skateboard unterwegs ist, morgens kann sein, hat es vielleicht 5 Grad und dann mittags hat es 30 Grad oder so oder sogar mehr. Und die Materialien, die dehnen sich aus und das belastet die Klebefuge. Und so geht halt schnell mal, also dadurch gehen die Sachen halt einfach schneller kaputt. Martin Sammet baut das Surfskate als Titanal-Konstruktion. Titanal ist der zweite tragende Baustein, eine Titan-Aluminium-Verbindung. Davon braucht er gleich 2 Stück. Eins oben und eins unten. Sie schützen das Innenleben.
trage jetzt hier Handschuhe, weil das Material sehr empfindlich ist. Das hat so eine Behandlung, das ist Phosphorsäure anodisiert, damit es sich sehr gut verkleben lässt, weil Aluminium ist normalerweise ein schwieriger Klebepartner. Und dann gibt es keine Fingerabdrücke. Hier habe ich ein gutes Beispiel für eine Titanalkonstruktion. Ende der 80er haben wir angefangen, Slalom-Skateboards zu bauen. Die Slalomboards, die uns früher immer kaputt gegangen sind, haben wir dann mit dem hochwertigen Holzkern und Kevlar und Titanal gebaut. Und dann, das Board ist jetzt über 30 Jahre alt und ist immer noch tipptopp. Zum Furnierschneiden ist so eine Furniersäge natürlich purer Luxus. Die Kante wird super sauber, die passen immer zusammen. Früher haben wir die Furniere mit dem Cutter noch geschnitten und da muss man super vorsichtig sein, gerade bei so einem brüchigen Furnier, da bricht schnell mal was aus. Also hier hängen die ganzen Schablonen, die wir über die Jahre gemacht haben. Hängen bestimmt ein paar hundert verschiedene Shapes oder Schablonen. Ich denke mal, mindestens 70% davon habe ich gemacht. Und oftmals, wenn ich einen Custom Shape machen muss und erinnere mich dann dran, ich habe doch für den oder so was in die Richtung gemacht, dann ziehe ich die Schablone raus und kann dann viele Features davon verwenden. Und das macht es deutlich einfacher, da einen neuen Shape zu machen. Neben den technischen Raffinessen soll das Surfskate auch optisch was hermachen. Manus Board dekoriert er mit Echtholz-Furnierstücken. Die sind ein Hingucker und zeigen seine Handschrift. Das ist jetzt eine Mischung zwischen Apfel und Walnuss, das Furnier. Und genau, das würde ich jetzt genauso zusammensetzen, wie ich es schon an dem Snowboard gemacht habe, den Winter. Ich benutze Echtholz, weil das einfach auch so einen authentischen Charakter hat. Wenn ich mir schon eine Mühe mache, dann will ich auch ein gescheites Material verwenden. Und ich schneide da noch 2 so Streifen rein. Der Fingerabdruck eines Baumes ziert später die Unterseite des Boards. Das Furnier aus Echtholz sieht nicht nur cool aus, das macht er nur exklusiv fürs Surfskate. Das ist so eine Furniernähmaschine, mit der kann man Furniere aller Art zusammensetzen. Da ist so ein heißer Faden praktisch, der kommt hier raus und wenn der abkühlt, klebt er auf dem Holz. Das geht dann immer so im Zickzack hinher, ein bisschen wie eine Nähmaschine. Und damit es dann nachher am Stück verklebt werden kann. Die schmalen Streifen sind gar nicht so einfach zum Nähen. Aber es geht mit Geduld und Spucke. So, das wird nachher schön aussehen. Jetzt wird es nämlich laut. Jetzt kommt das Herzstück des Surfskates. Die verleimte Platte ist zäh und biegsam. Esche eben. Ein festes und tragfähiges Holz, doch für Manus Statur zu dick. Das heißt, der Holzkern muss jetzt erstmal abspecken. In der Hobelmaschine. Von 10 mm runter auf 7. Also wenn ich jetzt für einen schweren Fahrer das Board bauen würde, dann würde ich den Holzkern einfach ein bisschen dicker machen und dadurch wird das Ganze steifer.
Und für einen leichten Fahrer würde ich den Holzkern dünner machen und dann wird es ein bisschen flexibler. Ich schätze mal, ich würde so 6 mm stark den Holzkern für jemand Leichtes machen und vielleicht 8 mm für jemand Schweres. Entweder man steht auf dem Boden, wenn es super weich ist, oder es ist halt einfach zu weich und wird unruhig. Und wenn es zu hart ist, wie gesagt, ist es zu schwer und man will auch ein kleines bisschen Flex. Das ist auch das Schöne an der Titanalkonstruktion. Mit ein kleines bisschen Flex, das ist sehr, sehr lebendig. Den Klebern tun wir nachher einfach die Form schließen, damit Deckel und Unterteil zusammen bleibt. Puff. Das ist die Pressform, mit der kriegt man schön das Concave vom Surfskate. Man hat viel mehr Halt, wenn man mit den Füßen in so einer Wanne drin steht, als wenn man auf dem flachen Teil drauf steht. Das ist Aluminium, damit die Hitze besser durchgeleitet wird. In der Presse haben wir Heizmatten drin. Und dann geht die Hitze durch die Form ins Board rein und härtet das Harz schneller aus. Das Harz ist der Stoff, der die Lagen des Boards untrennbar miteinander verbindet. Also wird jetzt im Verhältnis 100 zu 35 angesetzt. So. Und wieder gut durchmischt. Die Basiskomponente ist eigentlich das Harz und der Härter härtet das Harz aus. Der Härter löst die Reaktion aus im Endeffekt. So. Ist gut durchmischt. So. So, hier erstmal das mit Harz benetzen, das Bauteil. Das untere Titanalbauteil. Deswegen kommt auch da das Holz drauf. Dieses Vlies gehört zu seiner Rubrik Betriebsgeheimnisse. Das zerbrechliche Furnierstück hat hier nicht nur optische Aufgaben, es schützt auch das Titanal vor Schmutz und Kratzern. Vor dem Pressvorgang kommt noch eine spezielle Lage dazu. Wieso, weshalb, warum, das plaudert der Bordbauer einfach nicht aus. Ich verrate euch jetzt nicht alle Firmengeheimnisse. Ein paar Sachen, die auf unserem Mist gewachsen sind, die behalten wir auch für uns dann. Genau. So. Die anderen Bauteile bekommen einen pechschwarzen Anstrich mit Martins Spezialkleber. Das ist jetzt ein Spezialklebeharz, das wird extra für uns angefertigt. Wir sind durch Zufall drauf gestoßen. Wir hatten Maschinen und Pressen von der Firma Solar in Wagen im Allgäu gekauft. Die haben ihre Snowboard, also Skispatte damals abgestoßen und die hatten noch Reste von dem Harz da.
Und haben es übernommen und haben gleich gemerkt, dass es deutlich besser war, wie was wir vorher verwendet hatten. Deswegen sind wir dabei geblieben, haben immer was probiert, aber nie was Besseres gefunden. Sowas wie einen TÜV gibt es im Bordbau nicht. Seine Erfahrung bestätigt ihn in Sachen Qualität und Sicherheit. Es ist noch nie ein Board zurückgekommen. So, und da kommt jetzt das Kevlar drauf. Das ist praktisch die zweite tragende Lage nach dem Unterbauteil Titanal. Kevlar ist ja eigentlich eine Markenbezeichnung. Man nennt das Produkt eigentlich Aramid. Das Aramid federt die Kraft ab, die auf den Holzkern beim Skaten wirkt. Dadurch bleibt das Naturmaterial Holz in Form. Seine Mischung aus ganz unterschiedlichen Stoffen und Materialien hat er schon in den 1980er Jahren entwickelt. Sie beweisen immer noch, dass sie Fahrer und Board schützen. Das packen wir jetzt in die Form. Manchmal muss man schon ein bisschen Gas geben, vor allem wenn was schief geht. Das Harz fängt halt nach einer guten halben Stunde an auszuhärten. Das heißt, dann sollte man auf jeden Fall fertig sein. Genau, jetzt machen wir hier oben auch Harz drauf. Gut, wenn es immer alles schön gleich dick ist. Wenn sich so Pfützen ansammeln, da gibt es dann gerne Beulen oder Luftblasen oder. Jetzt kommt noch unsere Gummidämpfungsfolie hier drauf. Wer eigentlich die ersten Boards gebaut hat, weiß man bis heute nicht genau. Eine Vermutung ist, dass Surfer in den USA auch im Winter eine Welle wollten. Die ersten Versuche waren unglücklich, weil die Bretter viele Unfälle ausgelöst haben. Und schwupps, Mitte der 1980er Jahre ist die Skaterwelle auch in Europa Kult geworden. Zack. Schnell die Finger raus. So ein Deckel wiegt 20 Kilogramm. Okay. Okay. Heiko, es muss so schwer allein. Ich muss so rausbringen, aber. Das gibt jetzt praktisch so Ausgleichsstücke, damit der Druck sauber in der Presse verteilt wird, dass da nicht was kaputt geht.
Martin? Hey Manu, Hey! dein Board ist schon in der Presse. Boah, das ging aber schnell. Ja. Und? Wie sieht's aus? Ich glaube, es wird richtig geil. Ja. Echt? Aber Cool. 2 Stunden muss es jetzt aushärten. 2 Stunden? Genau. Okay. Soll ich da bleiben? Komm, ich habe ein neues Balanceboard. Oh, das Können kann wir man ausprobieren, auschecken. ja? Ja, komm. Also der Mann ist jetzt regular. Er sieht man, er hat den linken Fuß vorne, wenn er aufsteigt. Aber manche Leute haben auch den rechten Fuß vorne. Die stehen dann goofy, nennt man das. Also was man hier an dem gut üben kann vor allem, ist ein bisschen die Verlagerung vom Gewicht da von vorne nach hinten, das man auch beim Surfskaten sehr braucht, wenn man im Bowl fährt. Und immer, das Gewicht muss immer in der perfekten Position sein. Das ist super, das damit zu üben. Der Manu macht jetzt den Crab. Das ist eigentlich auch eine gute Übung für einen Surfskate-Style, weil da gräbt man manchmal auch das Board, weil das einfach beim Surfen man auch das Board gräbt und ist eine coole Dynamik, es sieht irgendwie und macht auch Spaß. Ja. Martin steht gerade goofy, rechter Fuß vorne. Das hat der 58-Jährige schon als Kind gelernt. Und es ist auch schön, dass das Board auch einen Namen hat. Beluga Street? Beluga. Cool. Genau. Geil. Wo kommt es her, Beluga? Alaska, genau. Alaska war immer paddeln und da siehst Bären dann teilweise und kannst paddeln mit der Belugas. Krass. Ja. Ja, was sind es dann? Belugas? Beluga-Wale. So kleine weiße Wale. Ah, okay. Die schwimmen da rum. Und da kam die Idee für den Namen? Genau. Cool. Ja. Weiße Wale. Corona-Check. Die richtige Balance zu finden ist ein Lebensthema, auch ohne Brett an den Füßen. Ja, wir müssen ein bisschen smoother machen, oder? Auf dem Balanceboard simulieren die beiden, wie man Tempo macht, auf dem Trendboard. Denn die menschlichen Beine samt Hüftschwung auf dem Surfskate wirken wie die Welle beim Surfen auf dem Meer. So. Schön. Ja, sieht sehr gut aus. Schönes Concave. Leicht durchgerockert. Also Concave ist praktisch so die Form, damit man einen guten Halt hat mit den Füßen. Und Rocker ist praktisch so eine Kurve, wie man es auch manchmal bei Snowboards kennt oder bei Surfboards natürlich. Das ist genauso, wie wir es haben wollen. Im Prinzip würde ich es noch vorlackieren, damit man halt morgen dran weiterarbeiten kann. Ja. Das ist die erste von 3 Schichten. Die Oberfläche des Furniers wird dadurch versiegelt. Der Lack schützt es vor Abrieb, Schmutz und Wasser. Jede Schicht braucht 24 Stunden zum Trocknen. Deshalb baut Martin in Etappen. Morgen geht's weiter.
Die Skater nennen die fertig beschichtete und gepresste Holzplatte Deck. Was dem Deck jetzt noch fehlt, ist der Shape. Den Bleistift hat Martin mit der Anreißnadel getauscht. Das Werkzeug ritzt sich ins Titanal. Die Schablone habe ich jetzt gedreht, damit beide Seiten genau symmetrisch sind. Dadurch, dass ich die Schablone von Hand hier überall nachgeschliffen habe, ist sie natürlich nicht genau symmetrisch. Deshalb verwende ich nur eine Seite zum Anzeichnen und tue das dann praktisch umklappen. Dann wird es einfach rübergespiegelt und habe dann genau zwei symmetrisch gleiche Seiten. Ich mache die Schablone immer ganz, damit ich mir halt das richtig vorstellen kann. Wenn ich nur eine Halbschablone machen würde, was eigentlich reichen würde, kann man die Form nicht so richtig einschätzen. Also das funktioniert nicht so gut. Titanal ist nicht nur ein schwieriger Klebe-, sondern auch ein anspruchsvoller Sägepartner. Das Aussägen gelingt nur mit einem niegelnagelneuen Sägeblatt. Das hat noch Zähne, die kraftvoll in die Legierung beißen. Messerscharf sind jetzt die Kanten des Surfskates namens Beluga. Nicht nur das Holz schleift er geschmeidig, sondern er entschärft auch das Titanal. Dann ist der kleine weiße Wal sicher, der hier Pate steht. Auch mal per Knopfdruck zu arbeiten, ist für Martin schon eine Form von Luxus. Die Maschine setzt die Löcher splitterfrei und präzise auf das frisch lackierte Furnier. So exakt könnte das eine menschliche Hand kaum. Hier kommen später die Achsen und Rollen hin. Das Ding will ja schließlich fahren. Im Endeffekt ist es so, wenn die Löcher weit auseinander sind, wird ein Brett eher laufruhig. Und wenn die Löcher enger zusammen sind, dann wird ein Brett wendiger. Hier beim Surfskate haben wir jetzt eher eine wendige Variante. Die Löcher sind einfach ein bisschen enger zusammen. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Die Grate der Löcher noch entfernen auf dem Titanal und morgen kommt das fulminante Finale.
Das ist jetzt nur für die Optik. Fesches Anschleifen. Jetzt würde ich anzeichnen praktisch für die Außenstreifen. Dann die Vorderseite des Decks mit Grip Tape verkleiden. Salopp gesagt, wie der Grip eines Autoreifens, eben haltgebend. Ja. Ne, hier stimmt's genau. Ja, okay. Stimmt das nicht? Dadurch, dass die Löcher sichtbar sind, wird es natürlich auffallen, wenn da der Abstand größer ist wie auf der anderen Seite. Normalerweise wäre das nicht schlimm, aber dadurch, dass man die Löcher sieht, hat man einen Referenzpunkt und es fällt deutlich mehr auf. Ja, genau. Ja, der eine Strich stimmt nicht. Ich habe mich hier vermessen gehabt. Einfachste Lösung vom Problem. Was ist die Lösung? Die einfachste Lösung, ich habe mich hier vermessen gehabt. Also ist kein Problem, sondern nur ein dummer Fehler. So, hier tun wir jetzt das Grip Tape schön anbrechen, damit wir mit dem Cutter das sauber abschneiden können. Haben wir hier ein super Werkzeug, das hat schon einige Grip Tapes angebrochen. Das sieht man schon im Shape, was es da schon weggenommen hat. Und das Grip Tape brauchen wir, damit man richtig gut Halt hat auf dem Boot. Das ist wie Schmirgelpapier, nur noch rauer und gröber. Dadurch hat man Haft auf dem Boot. Oft sind die Grip Tape schwarz, gibt es natürlich auch in allen Farben. Und ich finde jetzt, das Blau sieht echt klasse aus im Kontrast zu dem Silber von dem Titanal. Manus Beluga ist nun fast fertig. Jetzt kommt das, was ein Longboard zum Longboard macht und speziell zum Surfskate. Hier haben wir jetzt Flatpads, die kommen praktisch unter die Achse, die machen eine sehr schöne Dämpfung zum Board hin. Zweitens kann man damit die richtige Höhe einstellen, damit es keine Wheelbites gibt. Das bedeutet, dass die Rollen das Brett berühren beim Fahren und das ist eigentlich super gefährlich für üble Stürze. Der Manu, der kriegt jetzt so eine Surfskate-Achse, die speziell auch für das Board passt. Die hat hier so einen Schwenkarm und ist dadurch extrem wendig. Also die kann man fast auf der Stelle damit einen Kreis fahren. Ist halt super auch, um so in so einem Bowl zu fahren, zum Beispiel wie beim Wellenreiten, aber auf der Straße dann die Surfturns zu machen. Es ist echt eine super Achse. Gut, so die vordere. Also die Breite von der Achse spielt natürlich auch eine Rolle. Eine breitere Achse ist immer stabiler wie jetzt eine schmalere Achse. Die vom Skateboard ist jetzt schmaler. Die wird, wenn man ein bisschen schneller fährt, gerne unruhig. Also die ist eigentlich eher für den langsamen Geschwindigkeitsbereich geeignet.
Das hier ist jetzt das erste Skateboard, das ich je gebaut habe. Ich glaube, ich war 10 Jahre alt und bin sehr gerne Rollschuh gefahren. Und dann habe ich irgendwo gehört, es gibt sowas wie Skateboard. Und ich wollte es unbedingt ausprobieren, habe meine Rollschuhe zerlegt und habe sie auf so eine Pressspannplatte draufgeschraubt. Und bin damit die Weinberghügel runtergefahren. War sehr gemeingefährlich. Ich glaube, mich hat es ein paar Mal richtig zerlegt damit. Nur 50 Jahre später gibt es sogar schon E-Skateboards. Rasend schnell, können bis zu 50 Stundenkilometer, sind allerdings für die Straße noch nicht zugelassen. Hier sehen wir jetzt mal ein Longboard-Wheel und ein Skateboard-Wheel im Vergleich. Da sieht man gleich, dass die Longboard-Wheels deutlich größer sind. Sie sind viel weicher, wenn man da hindrückt. Das ist ja richtig flexibel und es ist richtig ganz hart. Und deshalb rollen die viel besser und da rollt man mehr wie mit Inline-Skates. Also man kommt richtig vorwärts mit dem Longboard. Während man mit dem kleinen Wheel deutlich langsamer rollt und es macht deutlich mehr Krach, wenn es dann durch die Stadt so durchrattert. Das ist der Sound, wo man dann immer hört, wenn die Leute mit normalen Skateboards unterwegs sind. Manche Longboardrollen haben eine scharfe Kante, so wie die hier jetzt. Dadurch hat sie einen super Grip und man kann richtig gut carven mit der und die bricht nicht so schnell aus. Ich glaube, das ist das coolste Longboard, das ich bisher gebaut habe. Echt geil. Der Traum vom Fahren und Fliegen ist fast so alt wie die Menschheit. Schon 3500 vor Christus haben die Vorfahren das Rad erfunden. Da ging es noch nicht um Sport, sondern um Warentransport. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.